Hallo liebe Nähfreunde, in diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie eine Kante mit Schrägband eingefasst wird. Damit könnt ihr beispielsweise Nahtzugaben im Inneren einer Tasche schön versäubern, wie hier bei dieser Kosmetiktasche und hier bei diesem Origami-Mäppchen. Die Anleitungen für diese und weitere Taschen findet ihr in meinem Buch Taschenlieblinge selber nähen. So zum Beispiel auch für diesen großen Weekender, der eine prima Ergänzung zur Kosmetiktasche ist. Oder zu diesem Rucksackshopper. Oder auch zu dieser coolen Retro-Tasche. Am Beispiel der Kosmetiktasche zeige ich euch, wie Kanten mit Schrägband eingefasst werden. Hier habe ich die Tasche schon einmal vorbereitet. Sie ist noch nicht gewendet, das heißt, die Innenseite ist jetzt außen. Und hier müssen nur noch die Nahtzugaben am Deckel und am Bodenteil eingefasst werden. Dafür verwende ich fertiges Schrägband. Ihr könnt dieses aber auch ebenso selber machen mit den entsprechenden Werkzeugen aus eurem gewünschten Stoff. Und wie das geht, zeige ich euch in meinem Blog. Wir nähen das Schrägband nun in 2 Schritten an. So gehen wir vor allem bei den Rundungen auf Nummer sicher, dass es schön gleichmäßig befestigt wird. Für den ersten Schritt klappen wir das Schrägband auf und legen es zum Beispiel hier an der hinteren Mitte der Tasche an. Die ersten 2 bis 3 cm nähen wir jedoch nicht fest. Die Nahtzugabe habe ich ein wenig gekürzt, damit die Kante später nicht zu breit wird. Und nun lege ich das Schrägband bündig hier an der Kante an und nähe genau im Falz. Legt an den Rundungen das Schrägband locker herum und zieht es nicht zu straff. Wenn ihr eure Tasche dreht, lasst die Nadel im Stoff stecken, damit die Naht nicht verrutscht. Kurz vor dem Ende der Naht schneide ich das Schrägband großzügig ab, klappe den Anfang um und lege das Ende darüber und nähe nun die Naht zu Ende. Und so sieht nun die erste Naht aus. Nun können wir das Schrägband um die Nahtzugabe herum auf die andere Seite klappen und dort feststeppen. Ich stecke das Ganze nun mit Klammern fest. Ich lege die Schrägbandkante an der ersten Naht an und steppe sie knappkantig fest. Achtet hier bei der Verbindungsstelle darauf, dass die Schrägbandenden möglichst sauber innen liegen.
Und so sieht die fertig eingefasste Kante von beiden Seiten aus. Auf die gleiche Weise können wir auch die Nahtzugabe am Boden einfassen. Wenn hier beim Einfassen kleinere Ungenauigkeiten entstehen, ist es halb so schlimm, denn die Nahtzugaben verschwinden ja später im Inneren der Tasche. Übrigens ist das Annähen des Schrägbandes hier bei dieser Kosmetiktasche etwas kniffliger, weil hier dicke und steife Materialien zusammenkommen. Bei anderen Nähprojekten geht es einfacher von der Hand. Wie beispielsweise hier bei der Taschenklappe an der Messenger Bag, deren Anleitung ihr euch in diesem Video hier anschauen könnt. Hier in meinem Kanal findet ihr noch weitere Videos zum Taschennähen. Zum Beispiel zeige ich euch, wie ihr einen Reißverschluss einnähen könnt. Oder aber auch, wie Gurtband verarbeitet wird. Und so sieht nun meine fertig genähte Kosmetiktasche aus. Die komplette Anleitung dafür findet ihr in meinem Buch. Damit könnt ihr ebenso diesen tollen Patchwork-Shopper, ein passendes Portemonnaie sowie diese Tablet-Hülle nähen. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert meinen YouTube-Kanal. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Taschennähen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.